Servus Leute, heute dreht sich bei mir alles um die Zwergorlofhühner und ich habe hier schon die Olga, die Onka und die Orla, meine 3 schwarz-weiß gescheckten Zwergorlofs. Wir schauen uns heute auch ein paar andere Farbschläge der Zwergorlofs an. Außerdem werfen wir einen kurzen Blick auf die Zuchtgeschichte der Zwergorlofs und natürlich werde ich euch auch ein bisschen was zum großen Orlofhuhn sagen, denn die großen Orlofs sind die wichtigsten Vorfahren der Zwergorlofs, da diese ja als verzwergte Abbildzüchtung von den großen Orlofs entwickelt wurden. Was bei den Orlofs sehr interessant ist, ist, dass sie eben einen schönen Bart haben und einen sehr reduzierten Kamm und damit eigentlich im Prinzip sehr wenig Angriffsfläche für die Kälte bieten. Und darum habe ich mir gedacht, das ist jetzt so die ideale Folge vor Weihnachten mit ihren kleinen Nikolausbärten. Also ich bin ja ganz verliebt in Olga, Orla und Onka und bin echt auch schon gespannt auf eure Meinung zu dieser tollen Hühnerrasse. Olga, Onka und Orla verhalten sich auf meinem Arm stets ruhig, zahm und friedlich, weil sie mir vertrauen und mich auch schon von ihrem ersten Lebenstag an kennen. Anfang des Jahres sind sie hier gemeinsam mit anderen Hühnerrassen aus dem Ei geschlüpft und ich kann euch sagen, das waren wirklich süße Küken. Schon als Küken haben die Zwergorlofs den Orlof-typischen Bart, der dreiteilig ist und sich aus den beiden Backenbärten und dem Kinnbart zusammensetzt. Im schwarz-weißen Farbschlag sind die Zwergorlofs als Küken ein bisschen unterschiedlich gefärbt. Viele haben einen sehr hohen Weißanteil und manche sehen wie Exchequer aus. Tatsächlich habe ich sie auch gemeinsam mit Exchequer, Leghorn und Silberruz aufgezogen, was man jetzt hier gut sieht. Jetzt sind meine 3 Zwergorlofhennen 10 Monate alt, super vital, gesund und robust. Der Winter und Minusgrade machen dieser Hühnerrasse nichts aus. Und das haben die Zwergorlof auch mit dem großen Orlofhuhn gemeinsam. Aus dem großen Orlofhuhn wurden sie seinerzeit auch entwickelt. Ein erster Zuchtversuch stand 1925 statt. Damals sind die Zwergorlofs dann aber wieder ausgestorben, weil sie sich nicht etablieren konnten. Die heutigen Zwergorlofs stammen von einem zweiten Zuchtversuch aus dem Jahre 1947 ab und blicken damit auf fast 80 Jahre Zuchtgeschichte zurück. Während die großen Orlofhühner ca. 3 Kilogramm wiegen, wiegt eine Zwergorlofhenne etwa 1 Kilo und damit 1/3. Mit ihrem kleinen Wulstkamm und dem Bart sind die Orlofs ja, was den Frost anbelangt, nicht sehr anfällig und wie man hier sieht, sie scheuen auch nicht vor dem Schnee zurück. Wie alle Hühner können sie aber natürlich geblendet werden, wenn Sonne auf den Schnee fällt. Im schwarz-weißen Farbenschlag möchte ich jetzt hier auch mal den schönen Grünlack zeigen. Das ist jetzt meine Olga. Ich kann alle 3 Damen gut unterscheiden, weil sie einen unterschiedlichen Weißanteil haben. Die weißeste ist die Orla und die so in der Mitte drin ist vom Weißanteil, das ist die Onka. Der schwarz-weiße Farbenschlag gefällt mir persönlich am besten, weil ich einfach generell dieses Kontrastreiche sehr mag. Wir verlassen jetzt aber mal den Kronbühlhof und werfen einen Blick in eine Zuchtanlage in der Nähe von Karlsruhe. Ich habe dieses Jahr ja eine kleine Tour gemacht und 7 verschiedene Zuchtanlagen besucht. Und hier bei Karlsruhe war ich eigentlich wegen ganz anderer Hühner und war dann natürlich super überrascht und erfreut, auch einige Zwergorlofs in der Zuchtanlage zu entdecken. Die beiden Farbenschläge Rotbunt und Mahagonifarbig werden hier zwecks Genauffrischung gemischt gehalten oder gezüchtet. Und das ist aus züchterischer Sicht durchaus sinnvoll, denn der Genpool ist bei den meisten Zwergorlof-Farbschlägen nicht sehr groß. Mahagonirot ist eine relativ seltene Farbe, die man kaum bei anderen Hühnerrassen antrifft und sie ist eben auch die Basis des rotbunten Farbschlages. Bei diesem Hahn jetzt auch gut zu sehen ist, dass die Orlofs generell ein sehr dichtes Halsgefieder haben, also sie tragen nicht nur den dreiteiligen Bart, sondern haben generell so eine Art Halskrause und ja auch typisch immer die gelben Läufe, das sieht man hier jetzt auch schön, egal welcher Farbschlag, egal ob groß oder klein, die Läufe sind immer gelb.
Super schön fand ich die Orloffs dann auch in Weiß, denn auch weiße Zwergorloffs waren in dieser Zuchtanlage. Gerade durch diesen Bart finde ich, dass weiße Orloffs besonders schön aussehen, und da der weiße Farbenschlag an sich ja sehr schlicht ist, kommen hier einfach die Habitusmerkmale, also der Körperbau, aber auch eben Sondermerkmale wie der Bart und der Wulstkamm besonders gut zur Geltung. Es gibt kein buntes Farbbild im Gefieder, das vom Körperbau und von den anderen Merkmalen ablenkt. Diese Hähne vertragen sich, weil sie gemeinsam aufgewachsen sind. Grundsätzlich muss man bei den Orloffs immer ein bisschen aufpassen, denn aufgrund ihrer Vorfahren kann es schon auch sein, dass die Hähne sich gar nicht vertragen. So, und natürlich, damit das Porträt abgerundet ist, müssen wir auch einen Blick auf die großen Orloffhühner werfen. Diese Orloffs hatte ich vor 7 Jahren vor der Linse, und das war damals die Folge 41, in der ich euch das große Orloffhuhn in Rotbunt im Rasseporträt vorgestellt habe. Damals war ich zu Besuch beim niederösterreichischen Hühnerzüchter Johannes. Ja, der züchtet die großen Orloff in Rotbunt auch heute noch. Der große Orloffhahn kann schon mal deutlich über 3 Kilo auf die Waage bringen, ältere Tiere auch 4 Kilogramm. Die Hennen wiegen so 2,5, seltener 3 Kilogramm. Wie alle Hühnerrassen mit russischen Wurzeln gelten auch die Orloffhühner als gute Winterleger, weil sie einfach sehr kältetolerant sind. Diese Erfahrung konnte ich persönlich auch immer wieder machen. Wir haben auch jetzt gerade wieder große Orloffs in unserer Legehennentruppe. Hier sind jetzt die typischen Eier von Orloffhühnern zu sehen. Sie sind in der Farbe recht variabel und haben im Idealfall ein Gewicht von 60 Gramm, wobei ältere Tiere ja immer ein höheres Eigewicht haben. Was die Legeleistung anbelangt, so legen gute Stämme der großen Orloffs schon mal bis zu 180 Eier im Jahr. Bei den Zwergorloffs kann man so mit 100-120 Eiern je nach Stamm rechnen. Auch was den Bruttrieb anbelangt, gibt es Unterschiede. Zwergorloffs brüten eher als große Orloffs, generell können aber bei beiden Varianten Glucken vorkommen. In der Zwischenzeit sind meine 3 Zwergorloff-Damen Olga, Onka und Orla fleißig mit Scharren beschäftigt. Obwohl der Boden gefroren ist, genießen sie ihren Auslauf an diesem schönen vorweihnachtlichen Dezembertag. Wie schon gesagt, ich kann bestätigen, dass die Orloffs kein Problem mit dem Winter und der Kälte haben. Es sind wirklich sehr robuste Hühner, die sich gut für Gegenden eignen, wo es etwas frostiger und harscher zugeht. Trotzdem leben meine Zwergorloffs den Winter über in der gemischten Zwergenhundtruppe, auch gemeinsam mit einigen empfindlichen Hühnerrassen wie den Serama und den modernen englischen. Das klappt sehr gut, da das Zwergorloffhuhn an sich eben sehr verträglich und ausgeglichen ist. Meine Serama-Hennen wiegen ja zum Teil nur 1/3 und trotzdem gibt es da keine Probleme mit den Zwergorloffs. Also ich kann sie euch sehr empfehlen, auch für bunte Zwerghundtruppen. Auch im Winter dürfen meine Zwerghühner immer wieder mal raus, wenn das Wetter passt, und da sind die Orloff-Damen dann auch vorne mit dabei. In Tirol kann im Winter sehr viel Schnee fallen, darum gibt es keine mit Netzen überspannte Ausläufe, und ich mache dann halt einfach die Stalltür auf und lasse die Hühner unter Aufsicht frei herumlaufen. Das klappt deswegen gut, weil alle meine aktuellen Hühner sehr zahm und standorttreu sind und ich sie dann auch jederzeit wieder in den Stall zurücktreiben kann. Die Fleckvieh-Mutterkuh nebenan findet das auch spannend, wenn meine Hühner an ihrem Zaun vorbeilaufen. Auch unsere Rinder dürfen rund um die Uhr an die frische Luft raus. Die Weidesaison ist zwar vorbei, aber auch gesunde und robuste Rinder brauchen ihren Frischluftausgang. Alles in allem finde ich, dass Zwergorloffs sehr unkomplizierte Hühner sind. Zu bedenken gilt es allerdings, dass sie Bärte tragen, und die Bärte bringen den einen Nachteil mit sich, dass sie durch Eis einen Schaden nehmen können. Und da müsst ihr bei den Tränken aufpassen. Tränken für Orloffs, die im Winter auch mal
frieren können oder bei Minusgraden irgendwo stehen, sollen vielleicht mit Ringeinlagen versehen werden, damit es nicht zu nassen Bärten und Frostschäden im Bad kommt. Das ist das Einzige, worauf ihr achten müsst. Ja, Olga, Orla und Anka sagen Tschüss. Das war es jetzt mit meinem kleinen Zwergorloff-Spezial. Ich wünsche euch allen noch eine schöne, besinnliche Weihnachtszeit. Freue mich jetzt auf eure Kommentare und wenn ihr noch Geschenke sucht, schaut euch gerne auch mal mein Buchsortiment an. In den Happy Huhn Hühnerrassenbüchern ist zum Beispiel auch ein Rasseporträt zu den Orloffs zu finden und genauso auch in meinem Bestseller Happy Huhn von dem Vergnügen, glückliche Hühner halten zu dürfen. Da sind die Orloffs natürlich ebenfalls vertreten. Also macht's gut und bis bald.